Hi, schön, dass ihr vorbeischaut. Wir machen heute eine Sahnetorte so ein bisschen nach Birne-Helene-Art. Das heißt eine schöne Schokokomponente. Wir haben fluffigen Biskuit, leckere Sahne und natürlich die Birnen da drin. Mein Ablauf war hier ein bisschen anders. Das heißt, vor dem Videodreh habe ich mir schon vorbereitet einen Mürbeteigboden und ein Schokobiskuit. Und beides habt ihr schon regelmäßig auf meinem Kanal gesehen. Das wird trotzdem in dem Rezept ganz normal mit eingeschrieben sein. Nur habe ich das jetzt hier für Videozwecke mir schon mal gespart. Das heißt, die sind schon vorbereitet und komplett kalt. Und hier habe ich mir jetzt schon meine Schokolade geschmolzen. Ich mache das in der Mikrowelle, ihr könnt das aber auch im Wasserbad machen. Die Schokolade kurz auf Seite gestellt, die brauchen wir jetzt gleich nämlich direkt. Davor aber meine Springform entfernt, meine komplette Form entfernt, das Papier abgemacht und mir dann aus meinem Biskuit hier Böden geschnitten. Ich habe die normale Biskuitmenge gemacht, wo bei mir hier jetzt, ich konnte 4 Böden aus meinem Biskuit rausschneiden, ich brauchte aber nur 2. Das heißt, die übrigen 2, die zu viel waren, habe ich in Frischhaltefolie gepackt und jetzt eingefroren für, weiß ich nicht, falls ich demnächst nochmal irgendwas Schönes machen möchte. Das heißt, die sind schön eingewickelt und warten jetzt im Froster auf weitere Benutzung. Ich brauchte nur die 2. Ich habe die dann kurz auf Seite gelegt, habe mich um meinen Mürbeteigboden gekümmert und da die verflüssigte Schoki drauf gestrichen. Nicht alles von der flüssigen Schoki, die brauchen wir nämlich gleich noch, aber so, weiß ich nicht, 2-3 Teelöffel, wie ihr hier gesehen habt, bestreiche damit meinen Mürbeteigboden und da kommt jetzt der untere dunkle Biskuit schon mal oben drauf. Dann ist das schon mal festgeklebt und wir können uns jetzt hier um die restliche flüssige Schoki kümmern. Da machen wir jetzt eine Ganache draus. Das heißt, ich habe kurz meinen Löffel rausgenommen, das Ganze auf die Waage gestellt, dann die halt ausgerechnete Sahnemenge nochmal dazu getan und das zu einer Ganache verrührt. Die genauen Mengenangaben, wie gesagt, stehen halt im Rezept. Der Link dazu ist in der Infobox, dann ist das etwas leichter verständlich. Aber ich habe mir auf jeden Fall aus meiner restlichen Schoki hier etwas Ganache fertig gemacht und stelle die jetzt auf Seite und lasse es abkühlen, weil wir gleich keine warme Ganache gebrauchen können. Das brauchen wir nämlich deswegen nicht, weil wir hier mit Sahne jetzt gleich arbeiten und wenn wir die Sahne gleich unterheben, muss die Ganache kalt sein, sonst schmilzt das alles miteinander. Was auch wichtig ist, ist, dass die Sahne, die wir hier aufschlagen, dass die eisekalt ist und wir die dann so richtig schön steif schlagen können. Meine Schüssel, genauso wie meine Sahne, mein Schneebesen, das hatte ich alles, bevor ich angefangen habe mit dem Arbeiten, gute 2-3 Stunden im Kühlschrank, damit das richtig schön durchgekühlt werden kann und dadurch die Sahne halt steif wird. Und dann habe ich die Sahne steif geschlagen, meinen Sahnesteif dazu getan. Einige kennen das, glaube ich, auch unter Sanapat. Ja, was auch immer ihr an Sahnestandmittel da habt, das schnappt ihr euch, gebt das dazu, dann könnt ihr den Schneebesen rausnehmen und dann können wir jetzt weiter damit arbeiten. Erstmal kein Süßungsmittel nötig, also war es bei mir generell nicht, aber seht ihr auch gleich warum. Ein Grund ist das hier, ich habe meine Birnen, Birnen aus der Dose genommen und habe den Saft aufgefangen und damit meine Böden getränkt und dadurch wird der Kuchen halt gesüßt als auch getränkt und dadurch ist noch mehr Süße einfach nicht notwendig, besonders weil die eingekochten Birnen, die ich hier aus der Dose nehme, die sind ja eh schon auch von sich aus relativ süß und wenn wir dann die Sahne noch gesüßt hätten, das wäre einfach ein bisschen viel gewesen. Von daher, ja, nicht extra Zucker. Ich habe also meinen Boden getränkt, habe meine Birnen darauf verteilt, richtig schön eng aneinander gelegt und das war dann hier bestimmt eine halbe Stunde später und meine Ganache war halt in Anführungszeichen kalt, also auf Raumtemperatur und ich konnte da jetzt ganz locker meine Sahne unterheben, damit wir halt jetzt eine Schokosahne daraus bekommen. Ganz, ganz einfach. Einmal feste rühren, die Schokolade, die wir jetzt, oder die Ganache selber in Verbindung mit der geschlagenen Sahne hat auch nochmal so einen richtig guten Stand. Das heißt, ich kriege da so eine Art Schokomousse dann raus, wenn alles schön abgekühlt ist. Es hat eine ganz, ganz leckere Konsistenz, eine ganz schöne, so eine richtig samtige Konsistenz. Ich habe dann die Ganache, Sahne, Schokosahne auf meine Birnchen verteilt. Das Ganze mit meiner Winkelpalette einmal verstrichen, so dass es überall zwischen die ganzen Löcher überall halt dazwischen rutscht. Den Großteil aber, der zu viel war, auch wieder abgenommen, weil die Torte ist halt mächtig genug. Da muss nicht noch extra noch mehr oben drauf. Also da ein bisschen was wieder abgenommen. Das habe ich dann nachher auch zur Garnitur genommen und meinen zweiten dunklen Biskuit aufgelegt und auch den wieder mit ein bisschen was von dem Birnensaft, von diesem Birnenmarksaft einfach damit wieder getränkt. Und dann ging es weiter, dass mein Ring war nicht hoch genug.
was soll ich da sagen, der war einfach nicht hoch genug. Ich habe den dann kurz ein bisschen gelockert und den Ring ein bisschen nach oben gezogen, damit ich ungefähr 1 Zentimeter Platz habe, wo ich meine neutrale Sahne dann noch drauf verstreichen kann. Das alles bis zum Rand gestrichen und das Ganze dann für 2-3 Stunden kalt gestellt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch immer noch ein bisschen was von der Sahne über, von der neutralen. Habe das dann aufbehalten, auch im Kühlschrank, damit ich das gleich zum Einstreichen benutzen kann. Also alles in den Kühlschrank. Die komplette Sahne, auch meine restliche Schokosahne, habe ich erstmal nochmal in den Kühlschrank getan. Und das hier sind dann einige Stunden später. So 2, 3. Am besten finde ich ja immer über Nacht, aber manchmal geht das halt nicht anders. Von daher mindestens 2 bis 3 Stunden. Dann könnt ihr den Ring lösen, am besten vorher mit einem stumpfen Messer oder hier mit einer Winkelpalette. Das Ganze einmal so ein bisschen abschneiden, in Anführungszeichen. Und dann könnt ihr die Torte auch einstreichen mit der restlichen Sahne, die ich halt über hatte. Ja, ihr könnt das leider nicht sehen. Ich hätte die Kamera einfach auf die andere Richtung, auf die andere Seite stellen müssen, aber ich konnte nicht so rumarbeiten, wie ihr da sehen könnt und musste deswegen so ein bisschen von hinten arbeiten. Aber ihr seht jetzt gleich, ich streiche meine Torte halt ganz normal einfach nur ein. Einmal rum. Bei sowas bin ich nicht ultra pingelig, das heißt, wenn da eventuell was durchschimmert und oben der Rand nicht so ordentlich ist, finde ich das ehrlich gesagt nicht schlimm. Und ja, habe das so ein bisschen ignoriert. Wenn euch das stört, streicht die Torte am besten einfach ein bisschen dicker ein, ein bisschen großzügiger und ja, macht einfach so lange, bis ihr euch wohlfühlt. Bei mir war es halt ein bisschen rustikaler. Meinen Rand habe ich dann eben einmal glatt gezogen mit so einem Japan-Spachtel hier und konnte dann direkt die Streusel unten an den Rand machen. Und dadurch, dass wir halt einen Mürbeteigboden benutzt haben, rutscht die Torte so ein bisschen auf diesem Tortenretter, der von Nicoles Zuckerwerk ist, dickes Küsschen, rutscht der relativ gut auf diesem Tortenretter hin und her, sodass wir den eigentlich ganz einfach drehen können oder die Torte ganz einfach drehen können und somit die Schokostreusel unten absetzen können. Das Ganze ist dann bei mir auf einer Tortenplatte gelandet und ich habe die eingeteilt, wo ich normalerweise nicht so gut bin. Auch hier war es ein bisschen ungleichmäßig eingeteilt, aber es sind auf jeden Fall ungefähr 12 Stücke geworden. Manche was größer als die anderen, aber ist auch nicht schlimm. Ja, habe das eingeteilt. Hatte ja dann noch die übrige Schokosahne, die hatte ich mir einfach in einen Spritzbeutel getan, genauso wie die neutrale Sahne, die ich noch über hatte. Und habe damit dann Rosetten aufgespritzt. Als letztes oder vorletztes habe ich dann noch ein paar von den Birnen in Scheiben geschnitten, habe dann die Scheiben oben zur Garnitur draufgelegt und das Ganze mit ein bisschen von meinem Backkakao so abgestäubt. Und dann war ich auch eigentlich schon fertig. Ich bin ganz gespannt, was ihr zu der Torte zu sagen habt. Hier auch noch einmal den Anschnitt, weil da ja immer nachgefragt wird. Kennt ihr die Torte? Kennt ihr Birne Helene? Wie gefällt euch das Ganze? Schüttet euch einfach mal in den Kommentaren aus. Vergesst auch nicht in die Infobox zu schauen, da ist alles verlinkt, was ihr braucht und was ich benutzt habe. Und ich hoffe dann, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut!